Klein, kleiner, am kleinsten. Das ist unser Thema. Vergleiche im Deutschen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute lernen wir den Komparativ und den Superlativ. Und danach lernen wir noch die Präposition als. Das sind alles wichtige Themen. In der Grammatik sind sie sehr einfach. Das wirst du gleich an der Tafel sehen. Also, volle Konzentration und an die Tafel. Komparativ, Superlativ und die Präposition als. Herzlich willkommen zu diesem schönen, einfachen, aber auch interessanten Thema. Starten wir. So, jetzt habe ich hier ein paar Adjektive. Schnell, billig und bequem. Wie bilde ich den Komparativ? Das machen wir wirklich ganz einfach. Ich schreibe jetzt mal einfach schnell, billig und bequem. Nachdem wir das geschrieben haben, bilden wir den Komparativ ganz einfach mit einem R. Also schreiben wir immer schneller, billiger oder bequemer. So einfach können wir den Komparativ bilden. Machen wir ein paar Beispiele dazu. So, jetzt habe ich hier mal ein Adjektiv schnell. Dieses Auto ist vielleicht schnell, aber dieses Auto ist schneller. Also, du siehst, so einfach kann ich mein Komparativ bilden, indem ich ganz einfach ein ER hinzufüge. Gut, machen wir mit dem Superlativ weiter. So, jetzt haben wir schnell, schneller. Was ist jetzt aber der Superlativ? Das ist auch wirklich ganz einfach. Ich schreibe jetzt mal wieder die Grundform. Also, ich schreibe jetzt mal schnell, billig und bequem. Nachdem wir das gemacht haben, bilden wir den Superlativ ganz einfach, indem wir am schnellsten hinzufügen. Also ganz einfach ein am und sten. Und bei allen anderen machen wir das Gleiche. Also am billigsten oder am bequemsten. So einfach können wir dann auch den Superlativ bilden. Ich zeige dir jetzt noch ein Beispiel. Also, dieses Auto ist schnell, dieses ist aber schneller und unser Sportauto ist am schnellsten. Das ist dann der Superlativ. So, du hast gesehen, dass es wirklich sehr einfach ist, Komparativ und Superlativ zu bilden. Und das machen wir in der Regel eigentlich immer. Es gibt nur ganz wenige Adjektive, die unregelmäßig sind. Welche das sind, schauen wir uns jetzt an. Wir haben auch unregelmäßige. Die Adjektive gut und viel und das Adverb gern sind quasi ein bisschen speziell. Ich bilde jetzt mal den Komparativ und den Superlativ für gut. Gut im Komparativ ist besser und im Superlativ am besten. Viel im Komparativ ist mehr und im Superlativ am meisten. Gut und gern Komparativ ist lieber und Superlativ am liebsten. Diese drei solltest du ganz einfach lernen. Alle anderen sind in der Regel regelmäßig. Wir haben auch noch Adjektive mit Vokalwechsel. Die sind zwar regelmäßig, du siehst, aber die bekommen einen Vokalwechsel. Wie das geht? Groß, größer, am größten, also O-Umlaut. Warm, wärmer, am wärmsten, A-Umlaut. Kalt, kälter, A-Umlaut, am kältesten. Dann haben wir dunkel und hier sagen wir dunkler und am dunkelsten. Teuer, teurer, am teuersten. Diese sind dann einige
mit Vokalwechsel. Wie du siehst, kann man das sehr einfach und sehr schnell lernen. Gut, hier noch ein Beispiel. Also groß, größer, am größten. Ich glaube, du hast das Thema verstanden. Ja, das war's auch schon mit dem Komparativ und Superlativ. Du hast gesehen, dass es wirklich ein einfaches, aber ein wichtiges Thema ist. Jetzt machen wir noch mit einer interessanten Präposition weiter. Präposition als. Diese Präposition hat viele Funktionen und eine Funktion werden wir heute lernen. Jetzt lernen wir noch die Präposition als. Die Präposition als hat in der deutschen Grammatik viele gute Funktionen. Also die erste Funktion, was wir in diesem Video auch lernen werden, ist etwas vergleichen. Also wir benutzen die Präposition als, um etwas zu vergleichen. Die zweite Funktion ist eine Apposition und die dritte ist temporale Konjunktion. Diese Funktionen von als lernen wir später. Also konzentrieren wir uns auf etwas vergleichen. Wir können mit der Präposition als zwei Objekte oder zwei Sachen vergleichen. Wie das geht? Zum Beispiel, China ist größer als die Schweiz. Also China ist größer. Wichtig ist hier, dass wir hier Komparativ benutzen und nicht ein Adjektiv oder ein Superlativ. Ja? Wir brauchen hier einen Komparativ. Oder hier im Superlativ, Russland ist am größten. Also Russland ist größer als China und China ist größer als die Schweiz. Gut, machen wir weiter. Mercedes fährt schneller als Volkswagen. Auch hier Komparativ, ja? Und dann die Präposition als. Ferrari ist am schnellsten. Hier haben wir dann den Superlativ. Gut, machen wir noch ein drittes Beispiel. Das Smartphone ist billiger als dieses Smartphone. Du siehst, dieses kostet 450 Euro und dieses kostet 600 Euro. Also ist dieses billiger als dieses. Und dieses hier ist am billigsten mit 200 Euro. Superlativ, Komparativ. So einfach. Vergiss nicht, dass wir mit Komparativ etwas vergleichen können und hierzu benutzen wir die Präposition als. Ja? Ganz wichtig. Gut. Das war's jetzt auch schon mit der Präposition als. Und als letztes lernen wir noch genauso wie. Auch wichtig. Als letztes lernen wir noch genauso wie. Mit dieser Konstruktion können wir zwei Objekte oder zwei Sachen gleich machen. Wie das geht? Zum Beispiel, Mercedes ist genauso teuer wie BMW. Du siehst genauso wie. Wichtig ist hier, dass wir hier kein Komparativ benutzen. Also wir sagen nicht teurer, billiger und so weiter. Wir benutzen das Adjektiv, ja? Ganz wichtig. Also, Mercedes ist genauso teuer wie BMW. Oder der Januar ist genauso kalt wie der Februar. Auch hier verwenden wir das Adjektiv und wir sagen nicht kälter. Oder ich bin genauso alt wie du. Also zum Beispiel, ich bin 32 Jahre alt und du bist auch 32 Jahre alt. Genau. Also versuche diese Konstruktion genauso wie und als gut zu lernen. Stopp, 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 stopp. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es
Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Heute in diesem Video habe ich 2 Hausaufgaben für dich. Das hier ist die erste Hausaufgabe. Hier kannst du kurz einen Stopp machen und hier diese Aufgabe lösen. Schreibe den Komparativ und Superlativ für diese Adjektive. Jetzt machen wir mit der zweiten Hausaufgabe weiter. Auch hier kannst du einen Stopp machen und schreibe Sätze mit als. Hier habe ich jetzt ein Beispiel, das kannst du dir gerne anschauen und das gleiche machst du dann mit diesen Aufgaben. Du kannst die Antworten gerne unten in die Kommentare schreiben, ich korrigiere sie dir gerne. So, das war's auch schon mit diesem Video. In diesem Video haben wir kleine, aber wichtige grammatische Elemente kennengelernt, wie zum Beispiel den Komparativ, Superlativ, die Präposition als und genauso wie. Lerne die bitte gut, diese Informationen, und wie immer, falls du Fragen hast, schreibe deine Fragen unten in die Kommentare und mache bitte deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.